Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, weil ich einfach so oft gefragt werde, ob wir auch ganz normale Alu-Stangenprofile haben. Und ja, wir haben diese, nur zeigt mir das wirklich aus der Erfahrung, dass diese Profile in HiCAD wirklich schwer zu finden sind. Das heißt, ich muss einfach wissen, dass hier unter diesen sogenannten Flutz-Profilen, weil es ein Hersteller in Deutschland ist, diese ganzen Alu-Profile vorhanden sind. Ich rede hier einfach von genormtem Stangenmaterial. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel ein Quadratrohr habe, habe ich hier natürlich die verschiedenen Alu-Werkstoffe oder ein Formrohr, habe ich hier diese Möglichkeiten. Das heißt, ich möchte das einfach mal einbauen und man sieht hier natürlich auch, dass diese mit der richtigen Darstellung, also mit den Ecken gerundet, vorhanden sind. Dies muss man natürlich wissen, dass diese hier mit diesem Hersteller hier in HiCAD verbunden sind. Jedoch sind die hier auch dann danach mit den richtigen Gewichtern und allen hinterlegt. Jedoch, wenn ich es natürlich nicht weiß, dann finde ich das wirklich sehr schwer und ich werde immer wieder darum gefragt, ob wir die nicht einpflegen können. Jedoch sind die bereits seit vielen Jahren im HiCAD vorhanden. Man muss es einfach nur wissen, diese Profile werden hier in diesem Bereich, falscher Knopf, unter Werksnormen, Werksprofilen und Flutzprofilen findet man hier diese Profilquerschnitte.